Jeden Tag werden in allen Ländern der Welt Corona-Tests durchgeführt. In Europa werden aber vor allem nur Menschen mit Symptomen getestet. Es gibt nur wenige Menschen, welche ohne Symptome getestet werden. Ein Beispiel dafür sind Personen, welche eine Reise antreten möchten und ein Test im Zielland vorgezeigt werden muss. Menschen, die sich ohne Symptome testen lassen, müssen den Test selbst bezahlen. Nur Corona-Tests mit Symptomen sind in Europa von der Gesundheitskasse bezahlt. Wenn jemand mit Symptomen positiv getestet wird, müssten alle Kontaktpersonen der letzten 14 Tage genauso getestet werden. Das wird aber so nicht praktiziert. Experten meinen deshalb, dass diese Teststrategie zu einer Dunkelziffer führen kann, weil so nicht alle positiven Fälle erkannt werden können. In der Tat ist das in der Türkei nun sichtbar geworden. Bei der Covid-19-Teststrategie der Türkei werden die Menschen mit Symptomen wie dem restlichen Europa getestet und erfasst. Die Türkei geht aber noch etwas weiter als die Schweiz, Deutschland und weitere Länder. Ist nun ein positiver Fall unter den symptomatischen Patienten, so werden alle Kontaktpersonen der letzten 14 Tage durch ein Tracing-Team ausfindig gemacht und im Gegensatz zu den meisten europäischen Ländern auch dann getestet, wenn keine Symptome bestehen. Der Corona-Test ist in der Türkei für alle Menschen kostenlos. Also auch für jene, die keine Symptome zeigen. Daher findet man auf der Tafel, auf der die täglichen Corona-Fallzahlen jeden Tag veröffentlicht werden, eine weitere Zahl, die man in Europa so nicht finden kann. Auf diesem Beispiel möchten wir die wichtigsten Zahlen auf der türkischen Covid-19-Tafel erklären. Das sind die Anzahl Tests der letzten 24 Stunden. Das ist die Zahl der Menschen mit Symptomen, welche positiv getestet wurden. Diese Zahl entspricht jenen Zahlen, wie sie in Europa veröffentlicht werden. Es sind die symptomatischen positiv getesteten Menschen. Diese Zahl zeigt alle Menschen, welche Kontakt hatten mit symptomatischen Corona-Kranken, selber aber keine Symptome zeigen und trotzdem positiv getestet wurden. Diese Zahl kann man in Europa nicht finden, weil an Menschen ohne Symptome kaum Corona-Tests gemacht werden. Von dieser Dunkelziffer sprechen die Experten und verlangen auch in europäischen Ländern, flächendeckend zu testen. Hier nochmals eine Übersicht über die tägliche Corona-Tafel, welche in der Türkei veröffentlicht wird. Im rot markierten Feld werden prozentuale Arten für Lungenentzündung, Bettenbelegung, Intensivbettenbelegung und Beatmungsrate angegeben.